Meine lieben Freunde, das sollte euch bekannt vorkommen, oder? Ich bin wieder back nach diesem ganzen wilden Ritt der letzten Tage und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach nochmal von vorne an. 1,5 Wochen später bin ich immer noch nicht losgefahren. Ihr habt es ja gesehen, was passiert ist. Ja, wir waren gestern beim Bike Shop und ich muss leider die nächste Hilfsbotschaft verkünden. Mein Bike hat es nicht geschafft. Ja, der Rahmen ist leider ordentlich verzogen. Ich habe mir schon gedacht, als ich die letzten Tage so ein bisschen gefahren bin, dass irgendwas nicht passt, aber ich dachte, das wäre einfach nur der Lenker, den ich nochmal neu einstellen muss. Ja, und jetzt haben wir leider hier einen Totalschaden. Es ist wirklich der nächste dicke Nackenschlag vor Kilometer 1. Also ich bin noch nicht 1 Kilometer gefahren und jetzt schon so eine Scheiße. Ich weiß nicht, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe, dass das alles gerade mir so passiert, aber wir bleiben positiv. Die erste positive Geschichte direkt danach, ja, war, dass der Bike Shop das gleiche Bike in derselben Größe, also ein Surly Bridge Club in der Größe L, auf Lager hatte. Zwar in schwarz, ja, da müssen wir erst noch warm werden mit, aber das habe ich dann einfach sofort gekauft und das hat mich nochmal eine kleine Stange Geld gekostet, aber so ist es. Und was soll man machen? Deswegen bin ich happy, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, hier wieder zu stehen. Und ja, jetzt geht es mit einem neuen Bike los. Also, was ist jetzt der Plan? Ich fahre jetzt in 2 Stunden endlich los. Die Tour beginnt einfach offiziell jetzt in 2 Stunden. Ich kann es kaum glauben. Und wünsche mir einfach einen Start, einen ganz normalen Start, wo nichts ist, keine Probleme auftauchen. Und den werde ich auch haben. Es ist wunderbar, das Wetter heute. Es ist schön sommerlich. Und der Plan ist jetzt wie folgt. Ich werde Richtung Denali Nationalpark fahren. Das wird ungefähr 2,5 Tage dauern. Und dann treffe ich vor dem Eingang des Nationalparks die 2 Jungs aus dem Allgäu. Und die werden mich nämlich begleiten in den Nationalpark rein. Da freue ich mich schon sehr drauf, auf ein bisschen Gesellschaft. Ich bin bereit und ja, das Highlight ist auf jeden Fall, den Denali zu sehen, den höchsten Berg in Nordamerika. Aber ja, jetzt zeige ich euch erstmal mein neues Baby. Das Bike leuchtet bestimmt der Punkt. Willkommen bei den Skinny Dicks. Tag 2 geht ab und es hagelt. Es hagelt einfach, nachdem ich vor 5 Minuten aufgebrochen bin. Ja, das ist Alaska, Mann. That's what I sign up for. Boah, hier stinkt so ein Kadaver gerade von der Seite. Boah. Ja, was auch immer das war, wahrscheinlich ein Elch oder so. Ja, nächste kleine negative Geschichte, meine Isomatte hat ein Loch. Digga, es reißt nicht ab, es reißt nicht ab. Ich bin heute auf jeden Fall auf dem Boden aufgewacht. Aber den kriegen wir auch noch gepflegt. Und jetzt geht's hier los!
wir fahren mal wieder. Da habe ich keinen Bock drauf. No Shooting. Ciao. Willkommen im Denali Nationalpark. Ein erster, doch kleiner Meilenstein auf jeden Fall meiner Tour. Denali Nationalpark habe ich schon seit Ewigkeiten im Kopf gehabt und ja, jetzt ist es Realität. Richtig geil. Ich bin hier am Campingplatz. Der ist schon im Nationalpark drin, also ganz am Anfang. Das hat ungefähr 2,5 Tage gedauert, bis ich angekommen bin hier. Und das war genau perfekt zum Reinkommen. Ein bisschen, ja, einfach mit meinem neuen Buddy hier warm zu werden, mit einem neuen Bike. Und ja, also eins vorneweg, die Natur, Weltklasse. Und das ist erst der Anfang. Also ich glaube, da kommt jetzt noch die nächsten Tage viel, viel mehr. Ja, hinter jeder Kurve kann sich das Tal komplett öffnen und dann hast du einfach pures Alaska, so wie man es halt gefühlt aus dem Fernsehen kennt. Ja, und es war alles dabei in den 2,5 Tagen. Also es war sehr hügelig, es ging viel bergauf. Heute hat es eigentlich fast den ganzen Tag geregnet. Eins ist auf jeden Fall schon mal klar, das wird jetzt hier kein Kindergarten. Also das Bike ist so schwer. Da muss man echt Geduld mitnehmen, wenn man da jetzt lange Anstiege hochfährt. Aber so ist es. Deswegen dauert das Ganze auch 2 Jahre. Jetzt macht das alles auch Sinn, was ich mir so raus recherchiert habe, wie lange das ungefähr dauern könnte. Und genau. Was wir auf jeden Fall haben, ist genug Zeit, deswegen mache ich mir da gar keinen Stress. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden mit den ersten Tagen. Ich meine, ich habe schon auch mal gestern die 80 abgerissen, heute waren es irgendwie 65. Also, und das ist schon das, was ich mir so gedacht habe, dass ich fahren könnte, ohne zu wissen, wie es natürlich mit dem Gepäck ist. Und ja, deswegen bin ich da sehr happy. Also, hat sehr gut geklappt. Gott sei Dank ist der Start jetzt endlich mal ein guter gewesen. Wir arbeiten an der Glückssträhne. Ja, dadurch, dass die Sonne jetzt das erste Mal rauskommt, würde ich sagen, ist das schon mal wieder ein kleiner Schritt in Richtung Glückssträhne. Genau, ja, und hier der Campingplatz. Das ist auf jeden Fall ein richtig cooler Campingplatz. Ich meine, hier gibt es unfassbar viele Plätze, aber es fühlt sich an, als wärst du komplett alleine, weil es komplett im Wald ist. Und ja, kostet $25. Also ich dachte, das wäre tatsächlich mehr. Ich habe mir gerade fresh geduscht für einen Fünfer. Das war es auf jeden Fall wert. Und ja, jetzt geht es mir schon wieder richtig gut. Hier gibt es überall so Beerenboxen, Beerenkanister, wo man sein Essen reintun kann. Das ist auf jeden Fall spannend, weil jetzt geht das Wildlife auf jeden Fall so richtig los, was Bären und andere ja, Tiere angeht. Das wird auf jeden Fall jetzt sehr, sehr spannend werden. Und da muss ich jetzt in der Nacht auf jeden Fall meine Sachen da wegsperren. Aber ist für die hier nichts Neues. Für mich ist es was Neues. Deswegen, ja, auf jeden Fall spannend. Und was ist jetzt der Plan? Also der Plan ist jetzt folgender. Ich werde morgen in den Denali Nationalpark reinfahren und werde begleitet von den beiden Jungs aus dem Allgäu. Die treffe ich morgen hier um 9 Uhr. Ich hoffe, dass sie da sind. Die haben auf jeden Fall sich Bikes organisiert und ich habe richtig Bock auf ein bisschen Gesellschaft und freue mich schon voll auf die. Und die nehmen auch nochmal 2 Kumpels mit, irgendwie von der Uni dort. Das heißt, wir werden auf jeden Fall zu 5 da unterwegs. Also, all in all bin ich sehr gespannt auf die nächsten Tage und ich bin einfach nur froh, dass ich jetzt hier bin und dass es alles jetzt geklappt hat nach diesem scheiß Start. Ich mache mir jetzt gleich ein paar schöne Tortillas, da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Mit bisschen Ground Beef und ein bisschen Gemüse und einer Avo und Käse. Machen wir ein bisschen mehr, dann können wir ein bisschen was mitnehmen für morgen. Morgen ist Champions League Finale. Morgen in der Früh um 11 Uhr ist Anpfiff. Mal schauen, ob ich den noch erwische. Je nachdem, ob die Jungs spät am Morgen kommen oder nicht. Schauen wir mal. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was erwischen vom Finale. Wenn nicht, auch nicht. Also.
It's gonna be a trip, guys. It's gonna be the trip of my life. Trip of your life. Huh? Oh my gosh. You see that? Blue sky. Thank you. Yes, sir. Oh, fuck. A door behind a door. Shit. The outhouse. Oh, better not. So, Radio Luxemburg live dabei. Also, es ist 12 Uhr nachts. Ich meine, es wird einfach nicht dunkel, aber es ist wunderschön. Wir haben jetzt hier noch gegessen, wir haben uns wieder warm bekommen. Es war echt richtig kalt und feucht und windig und ja, aber so ist es hier in den Bergen. Und jetzt hat sich jeder seinen Schlafspot rausgesucht. Und ich habe keinen Bock auf nasses Zelt morgen früh. Und ich habe mir jetzt mal ein kleines Schmankerl rausgesucht. Wenn die anderen hier draußen pennen, aber ja, ich werde es euch gleich mal zeigen. Ist auf jeden Fall ein richtig cooler Platz. Und morgen müssen wir mal gucken, was wir machen. Also man kann irgendwie da durchs Flussbett stapfen und ja, um diesen Landslide herumkommen. Und dann fährt man so weit, wie es halt geht, bis der Schnee kommt. Mal schauen, wie das morgen wird. Und genau, gleich zeige ich euch mal einen wunderschönen Schlafplatz. Na dann, welcome to my crib. Oh yeah, good night. Guten Morgen hier aus der wunderschönen Cabin. Ey, das hat so gut geklappt die Nacht. Ich bin so froh, dass ich hier gepennt habe. Es hat so viel geregnet in der Nacht und gewindet hat's. Eine Sache auf jeden Fall noch, wir haben gestern ein bisschen Wildlife gesehen. Das ist tatsächlich ein bisschen zu kurz gekommen, aber wir haben 2 Bärenfamilien gesehen. Eine ziemlich weit weg, also das hätte man gar nicht auf Kamera wirklich gesehen. Und eine war zu nah. Es war zum Glück noch so ein Tourbus zwischen uns und denen. Aber die waren ganz lieb, es war wie eine Mutter mit ihren 2 Cubs, aber das waren halt keine, weiß ich nicht, 175 Meter neben der Straße und da wollten wir jetzt nicht die Kamera rausziehen, weil es war dann doch einfach ein bisschen zu gefährlich. Aber da bleibt der Moment einfach für mich. Mal schauen, ob ich morgen noch mal einen draufkriege. Und genau, jetzt frühstücken wir erstmal. Schöne Grüße aus dem Hilton. Getting so wet with that. That's fucked up. So, jetzt schneit's auch noch. Jawohl. So fucking disgusting. It's not snowing like this. Also wir haben jetzt entschieden, dass wir auf jeden Fall noch hier bleiben, solange es hier noch so Schnee regnet. Und damit wir hier schön warm bleiben, haben wir uns ein paar Challenges überlegt. Da oben hier im Loft, das werden wir jetzt zumachen. Und da passen genau 4 Leute hin. Oh shit! Oh mein Gott! Sorry, hätte ich was getötet gerade. Hey, no. My brakes are not even working. You don't need brakes. All gas, all gas. Come on, Gabo! Let's go. Come on, push it. Dai, 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 forza Vincenzo, forza!
There he goes. It's so sad. Also, wir sind doch nicht mit den Bikes unterwegs, haben wir entschieden. Ach, da hinten ist quasi unser Lager. Und ja, sind jetzt einfach hier ein bisschen lang gegangen. Man hätte jetzt quasi das Bike den ganzen Weg einmal hier rumschieben müssen. Und dahinter ist dieser Erdrutsch. Aber ja, ohne zu wissen, was dahinter ist, haben wir gedacht, macht irgendwie keinen Sinn. Deswegen ist heute eigentlich eher so Pausetag. Das kommt mir richtig entgegen. Dann geht's morgen auf jeden Fall mit besserem Wetter. Zeige ich mal ein bisschen bessere View. Geht's morgen auf jeden Fall mit besserem Wetter, weil das ist das, was alle gesagt haben. Wieder zurück, die 70 Kilometer. Und da werde ich dann hoffentlich auch ein paar mehr Aufnahmen machen, weil auf dem Hinweg war es einfach ja, zu eklig, zu nass, zu windig, um da die Kamera wieder oft rauszuholen. Deswegen, genau, bleiben wir wieder da an dem gleichen Ort. Ich werde wahrscheinlich wieder in der Toilette pennen, je nachdem, wie das Wetter ausschaut, aber hat bis jetzt gut funktioniert, dann mache ich das aber nochmal. Und genau, dann sind wir morgen wieder back und dann gibt es eine warme Dusche. Dude. Machine! You're a beautiful creature. Ja, guten Morgen hier aus dem wunderschönen sonnigen Denali. Ich meine, so haben wir den jetzt auch noch nicht gesehen. Und das ist schon ein different game, würde ich sagen. Mit Sonne, nicht so kalt. Wir frühstücken jetzt gerade noch und machen uns dann wieder auf den Weg zurück. Und dann, ja, gibt es eine wichtige Aufgabe für mich. Ich habe die Möglichkeit, ein paar Sachen nach Hause zu schicken, weil Elias, einer von den Deutschen hier, der fliegt dann irgendwann in 3 Wochen nach Hause. Und der hätte noch ein bisschen Platz in seinem Koffer und das werde ich mir jetzt auf dem Bike überlegen, was ich alles nach Hause schicken werde, damit ich einfach ein bisschen leichter werde. Ich weiß auf jeden Fall schon, dass ich die eine oder andere Sache, dass die einfach unnötig war, dass ich die mitgenommen habe. Genau, soweit, alles gut. Also, wir sind jetzt hier schon ein paar Stunden unterwegs und ey, das ist ja unglaublich hier. Also das ist wirklich, wir fliegen hier mit Rückenwind die Pässe runter. Alles, was wir uns da erarbeitet haben vor 3 Tagen, bei Regen hochgefahren sind wir jetzt gerade einfach mit einem Genuss runtergefahren. Unglaublich. Auf jeden Fall fahren hier alle 5 Minuten so Tourenbusse vorbei und man wird ja vom Bus angeschaut, als wäre man selber der Bär hier. Alle winken sie, klopfen sie. Das ist doch nur Fahrradfahren. Ne? Die faulen Hunde da im Bus. Geht das mal aufs Rad oder auf? Willst du mal was arbeiten? Mein Gott. Also ich bin jetzt mal durchgegangen, was ich eventuell nach Hause schicken werde.
Und zwar ganz klar auf der 1. Und ich weiß auch nicht, wieso ich es gemacht habe, aber ich habe so einen kleinen Campingtisch dabei. Er ist zwar ultra leicht, ist trotzdem noch ein Kilo, aber ich habe den nicht einmal benutzt jetzt, weil es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit, wo du drauf kochen kannst. Deswegen, ja, Versuch was wert, aber Tisch geht nach Hause. Nummer 2, Lichterkette, weil es ist ja einfach nicht dunkel die nächsten, wahrscheinlich 2 Monate noch. Ich bin überlegen, meine Hängematte nach Hause zu schicken, weil die Hängematte, klar, ich bin eigentlich ein großer Hängematten-Fan, aber das Problem sind die Moskitos. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, man kommt irgendwo an einem Spot, wo man vielleicht sogar einen Pausentag machen will, dann ist natürlich logisch, Hängematte raus, leg dich da rein, aber nicht mit den Moskitos. Die werden dich auffressen. Ich habe kein Moskito-Netz für die Hängematte. Das heißt, ich glaube, es ist einfach useless jetzt für den Sommer zumindest hier. Deswegen glaube ich, geht das auch zurück. Wow. (10:30 Uhr), ein neuer Tag, ein unglaublich schöner Tag. Blauer Himmel, keine Wolke. Das ist doch das, wofür ich das Ganze mache. Der Bock ist gepackt. Ich hatte hier an dieser Ausfahrt da quasi gepennt, weil ich zu geizig war, einen Campingplatz im Denali Nationalpark zu bezahlen. Nur fürs Schlafen. Aber ich werde jetzt dort wieder zurückfahren und werde mich ein bisschen frisch machen. So duschen, vielleicht Wäsche waschen, dann Bike putzen. Weil das ist hier natürlich jetzt hier nicht so. Dann werde ich meine Sachen laden. Also gibt einiges zu tun. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt heute noch groß irgendwie weit komme. Muss ich auch gar nicht. Mal gucken, ganz entspannt. Aber irgendwo werde ich dann auf dem Weg dann schon pennen und mich langsam aber sicher auf den Denali Highway zubewegen. Und genau, jetzt erstmal ein bisschen Orga, putzen, waschen angesagt. Wisst ihr, was passiert ist? Ich habe vorhin mit so einem Südafrikaner geredet, der fand meine Tour irgendwie ganz nice. Der kam jetzt gerade hier vorbei und meinte, hey, ich habe dir was ans Bike gelegt. 5 Dosen Bosch Light. Das ist ja wirklich das größte Wunder hier auf dieser Tour. Mir wird das Bier einfach hinterhergeschmissen. 5 Dosen, ich meine, ich brauche jetzt 5 Tage ungefähr auf dem Denali Highway, jeden Abend ein Bier. Könnte man machen. Auf dich, unbekannter Mann. Let's go. Ja, willkommen bei den Carlo Creek Cabins hier
Ich habe mich eigentlich schon auf so ein Parkbucht-Camping eingestellt. Aber wie das Bikepacking halt so will. Und deswegen liebe ich es, mit dem Fahrrad zu reiten und zu zelten, weil dann kam hier dieser Ort und ich bin einfach reingefahren, habe mich einfach so ein bisschen umgeschaut, was da so ist, und dann habe ich gesehen, okay, hier sind so Cabins, so richtig coole Holz-Cabins an dem Fluss mit einem unglaublichen Panorama und einer Ruhe hier, also boah. Und und dann kam gleich die Besitzerin irgendwie auf mich zu und meinte so, ob ich Hilfe brauche. Ja, ich suche eigentlich nur einen Platz zum Schlafen, aber jetzt nicht unbedingt hier. Ich war einfach nur interessiert, was hier so ist, weil es ja schön ist. Und sie so, hey, du kannst dich einfach hier auf die Wiese legen, kannst einfach alles benutzen, was die Gäste hier auch nutzen, und alles for free. Ja, und jetzt habe ich hier gerade schön gegessen und hey, das ist einfach so cool, Mann, dass du weißt, eine Minute vorher weißt du noch gar nichts von dem, was dir gleich passiert, und dann sitzt du jetzt hier einfach mit einer wunderbaren Tafel, komplett ausgebreitet. Ich habe hier noch das Bierchen von dem Schorsch von Südafrika, natürlich mir aufgeknipst, und ja, das ist einfach ein richtig goldener Moment gerade. Ja, dieser Ort ist einfach wunderschön. Ja, also noch ein Servus und Habitäre hier aus dem Carlo Creek. Was haben wir jetzt? 8 in der Früh, und das ist auf jeden Fall ein Bombenwetter. Und jetzt präsentiere ich euch den Plan für, sagen wir mal, die nächsten 4 Tage. Wir gehen so langsam in die Mikroplanung rein, Leute. Und zwar befinde ich mich jetzt ungefähr 20 Kilometer vor Cantwell. Cantwell ist der Ort, wo der Denali Highway losgeht. Der Denali Highway ist eine Straße, die aber größtenteils nicht asphaltiert ist, und die geht quasi einmal an der Bergkette entlang und ist ungefähr 200 Kilometer lang, 220. Diese Straße muss auf jeden Fall wieder ein absolutes Highlight sein. Deswegen bin ich sehr, sehr hyped auf was da abgeht. Ich werde es auf jeden Fall langsam angehen, und da ich noch keine Fotos oder sonst irgendwas gesehen habe, lediglich das Höhenprofil, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es auch sehr, sehr winterlich ist noch, weil der Denali Nationalpark hat mir gezeigt, dass hier auf jeden Fall, obwohl hier so schön warm und die Sonne scheint, dass man das nicht unterschätzen soll, wenn man in den Bergen ist. Und der Denali Highway, der ist obviously am Ende dann schon in den Bergen drinne. Und genau, deswegen bin ich jetzt da mal sehr gespannt, was da geht. So, ein logistischer Punkt noch. Ich habe ja gesagt, in Cantwell, da geht der Denali Highway los. Dort habe ich mir ein Paket hingeschickt, noch von Fairbanks, also vor einer Woche, mit Essen drin, was für 5 bis 6 Tage reichen sollte, weil es hier einfach keinen Supermarkt gibt. Und deswegen war das mal wieder eine strategische Meisterleistung. Um 10:30 Uhr macht das Post Office auf, das heißt, früher brauche ich da sowieso nicht aufkreuzen. Das Wetter soll gut bleiben. Ich meine, heute ist Mittwoch und es soll auf jeden Fall bis Samstag gut werden oder bleiben. Und wenn ich Glück habe, komme ich trocken aus dem Highway raus. Vielleicht kann ich auch noch meine Angel mal einsetzen. Die habe ich noch gar nicht benutzt. Und zweite Aufgabe oder zweites To-Do ist, einen kleinen Weiher, See zu finden, wo ich meine Isomatte flicken kann, indem ich sie da mal schön reinlege und da mal gucken, wo es blubbert. Weil seit einer Woche schlafe ich hier auf einer platten Isomatte jeden Morgen. Ein To-Do für die nächste Zeit. Genau, deswegen packen wir jetzt zusammen und dann geht's los. Bock mal's! Die haben hier anscheinend ein nettes Paket mit Essen für mich.
Also, ich stehe jetzt hier vor einer wichtigen Entscheidung. Die Entscheidungen, die man auf so einer Bikepacking-Tour fast täglich treffen muss, die muss ich jetzt schon um 3:30 fällen. Oder um 15 Uhr. Schlafe ich hier oder schlafe ich hier nicht, ist die Frage. Ich meine, ich habe halt echt noch gar nichts gemacht. Vielleicht 30 Kilometer und in dem Nationalpark nur 10. Also ich komme hier nicht vorwärts, weil es einfach nur dieses Wetter. Es ist keine Wolke am Himmel. Ich komme aus dem Staunen, aus dem Fotografieren, aus dem Schauen einfach nicht raus. Und jetzt stehe ich vor der Entscheidung, ob ich jetzt hier schlafen soll oder nicht. Ich meine, seht selbst. Da hinten hast du auch noch einen Blick auf den Denali. Da vorne kannst du mal ganz entspannt dein Zelt aufbauen. Und ja, hier gibt es auf jeden Fall Bänke. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, aber wieso überlege ich da überhaupt, ne? Natürlich bleiben wir hier. Boah, da machen wir jetzt einen schönen Nachmittagssnack. Und dann packe ich meine Angel aus, weil der See heißt nämlich Grayling Lake. Wahrscheinlich nicht umsonst. Vielleicht gibt es halt noch ein paar Graylings. Ich meine, hier gibt es eine Grillstelle. Das ist wirklich der perfekte Ort. Ich glaube, ich habe noch nie an einem schöneren Ort wild gecampt. Das ist wirklich unfassbar. Ja, und ich muss schon sagen, also diese Natur hier, die es hier gibt, so kurz unterhalb vom Polarkreis, sei es jetzt hier in Nordamerika oder in Europa, in Norwegen, ja, mit diesen Fichtenbäumen und den Seen und den Bergen, das ist für mich einfach das Schönste, was es irgendwie auf der Welt gibt. Also da kannst du mir sonst noch jeden Strand irgendwie in Hawaii oder sonst irgendwo präsentieren. Ey, das finde ich einfach viel realer und einfach viel schöner und viel natürlicher. Ich war ja auch als Kind und sonst jetzt auch generell sehr, sehr oft in Norwegen, weil ich da Familie habe und das erinnert mich einfach an die Heimat. Und das ist einfach gerade ein unfassbares Gefühl, hier zu sitzen und einfach das zu begutachten. Ich meine, ich sehe den Denali. Es gibt irgendwie so eine Regel, dass irgendwie nur 30% der Leute in Alaska den Denali überhaupt sehen, weil der meistens in den Wolken verdeckt ist oder ja, weil er halt einfach so hoch ist. Und heute sehe ich ihn crystal clear und ich werde heute mit ihm einfach einschlafen und werde ihn mir jetzt seit 6 Stunden lang angucken. Und wow, ich bin einfach nur geflasht von diesem Ort. Das sind die Orte, für die ich diese Tour mache, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch jetzt schon, dass dieser Ort, da lege ich mich ziemlich sicher fest, dass dieser Ort in die Top 5 meiner Campingorte auf dieser Panamericana gehen wird, weil es einfach die Natur ist, die mir am meisten zusagt. Es ist einfach eine absolute 12 von 10 und ich freue mich so krass, dass ich jetzt hier, solange ich will, chillen kann. Ich meine, es wird ja nicht mal um 12 dunkel. Ich kann jetzt noch, wenn ich will, 8 Stunden einfach hier da sitzen. Also, schöne Grüße von einem glücklichen Lasse.
hier einen Einheimischen kennengelernt. Der Mann mit dem Kanu, nennen wir ihn mal. Ich habe seinen Namen natürlich wieder vergessen. Ich muss echt daran arbeiten mit den Namen. Auf jeden Fall der Mann mit dem Kanu, ein Park Ranger aus dem Denali Nationalpark, wo ich ja die letzten 2 Tage war. Oder vor 2 Tagen war. Der hat mir heute Morgen einfach das hier da gelassen. Ein Mac and Cheese und eine Ramen Soup. Und auf diesem Mac and Cheese hat er einen Bibelvers geschrieben. Amos 4,13 und auf der Rückseite auch nochmal ein. Romans 1,20. Oh Mann, die Leute sind so cool hier. Das ist echt unglaublich. Ich habe jetzt zwar leider keine Bibel dabei. Vielleicht gibt es ja welche hier. Ultra light beim Globetrotter. Das wäre doch mal was. Aber nee, ich habe keine Bibel dabei. Werde es aber, wenn ich dann mal wieder Internet habe, in 3-4 Tagen mal nachrecherchieren, welchen Segen er mir da mitgeben wollte. Why didn't you call? Why didn't you? Why didn't you? Abgeht. Vielleicht kann man ein bisschen was kochen. Da ist nämlich die Day Use Area. Was? Am Fluss oder was? Oh, schönes Bankerl. Da werden die Macaronis gleich gezaubert. Oh ja. Kleine Unterstellhütte. Ja, so läuft es hier im Denali. Nicht schlecht. Why didn't you call? Why didn't you? Why didn't you? Also ich bin jetzt hier in eine Gruppe Jungs reingerannt, wollte hier eigentlich campen und dann war hier schon belegt. Ja, richtig korrekte Jungs hier, die haben mir auf jeden Fall mal sauber das Glamping aufgezaubert. Hier wird gegrillt und da vorne gibt es Chicken mit Kartoffeln. Und ja, die haben mich jetzt einfach eingeladen. Da sagt man natürlich nicht nein. Richtig sweet von denen. Und wir haben mal ein bisschen Wetterbericht gecheckt, weil die hier Starlink haben. Und der Samstag soll richtig beschissen werden. Also soll ultra regnen. Und das heißt für mich, da es heute Donnerstag ist und ich nur noch morgen den ganzen Tag habe, um den halber fertig zu machen dann, und es dann doch noch knapp 100 Kilometer sind morgen ab hier, werde ich jetzt einfach hier essen und dann werde ich einfach nochmal eine Abendetappe machen. Ich meine, es ist ja hell. Schaut euch das an. Also hier wird auf jeden Fall ordentlich gestreamt. Da wird gestreamt. Also, I'll link his channel. Is this live stream, man? No, this is just. I'm gonna post this on YouTube. He is doing everything in German. He's from Germany, but Subtitles. Oh, nowadays with YouTube you get. But yeah, subtitles exist. So yeah, guys, subscribe to this guy. He did? What? Oh, actually, I see the guy here. Put it on. I met her at a backyard block party by the bar. She kept looking at me like she knew who I was. She was buzzing all over me. She was buzzing all over me. Let's go! Oh, ey, es fühlt sich richtig gut an. Es ist wie ein
refresher Start in den Tag. Wenn man mal so 1,5 Stunden Pause gemacht hat, ein bisschen geredet hat, dann kann man die nochmal 2025 abreißen. Also, bis dann! Ich sitze jetzt hier im Zelt, weil ich im Zelt sitzen muss, weil meine Bros hier auf mich aufpassen. Nummer 1, Nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da hinten. Also ich glaube, Moskitosaison so langsam eröffnet. Kann nicht mal in Ruhe zum Pinkeln gehen. Aber ja, ey, was soll ich sagen, Mann? Was ein Tag, was eine Natur. Ich bin so beseelt von dieser Natur. Also, ja. Heute das erste Mal im Cabrio ohne Überzelt. Wetter wird morgen super. Und ja, heute sind es dann doch 97 Kilometer geworden. 1300 Höhenmeter. Also ich weiß nicht, was in den Kartoffeln da von den Jungs drin war, aber die haben mich auf jeden Fall noch ein bisschen gepusht am Ende. Ich hatte ein richtiges High, weil es halt auch geile Abendstimmung war und ach, ich liebe das einfach abends zu fahren, wenn alles ruhiger wird. Man alleine da in den Bergen ist und einfach nur eine Kurbel nach der anderen tritt. So, mitten im Aufstieg vom, I don't know, wie der Pass heißt, auf jeden Fall 10 Kilometer lang. Und look at this, man. Von da hinten kam ich ungefähr her, da durch diese Rinne. Einmal hier und jetzt geht's da hoch. Zum höchsten Pass vom Dalton Highway, sage ich, vom Denali Highway. Ich glaube auf 1,4 ist der Gipfel. Ich mache mir es hier ganz gemütlich mit Baywatch Berlin Podcast. Schöne Grüße, danke für die Unterhaltung. Das macht den Aufstieg einigermaßen ertragbar. Und dann habe ich noch einen Apple Pie gegessen bei so einer Lodge. Der schiebt auf jeden Fall mal ordentlich rein. Mal schauen, wie weit der mich noch trägt. Genau, dann melde ich mich mal oben vom Pass wieder und es wird wahrscheinlich weiß sein, deutlich weißer als hier. Ich bin schon gespannt. Also.
Made it to the top. Gefeiert wird mit Gummibärchen. Mua. Ist das lecker. Und diese View ist auch ganz schön lecker, du. Oh. Icy. Icy, icy. Das ist hier der ganze Highway dahinter. Brutal. Ja, ich glaube, wir schreiben heute den 4. Juni oder so. Also da ist noch Musik hier oben mit Schnee. Junge, 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 Junge. So, jetzt greifen wir da mal beherzt rein, würde ich sagen. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Ah, komm. Diese Cabin gefunden, direkt neben der Straße. Hat hier so einen überdachten Bereich, halt leider zur Straße. Deswegen werde ich jetzt darunter nicht pennen. Da ist auf jeden Fall alles zugenagelt. Schaut nicht so aus, als würde jetzt da einer herkommen. Und da ist dieser Weg von dort nach da zu diesem, keine Ahnung, Grillplatz. Da werde ich mein Zelt aufbauen. Jetzt call ich den Tag, dass er zu Ende geht. Und ich mache mir jetzt was zu essen. Und dann schauen wir mal weiter. Mal schauen, ob die Nacht gut verläuft. Ah ja, und hier ist noch diese Veranda. Chillig eigentlich. Boah, da würde ich eigentlich schon sehr gern schlafen drauf. Aber es ist halt mitten an der Straße. Naja, machen wir es mal da hinten und dann lass es gut sein für heute. Jo, also zur Feier des Tages wird heute mal richtig aufgekocht. Ich gebe alles, ich gebe meine besten Kochskills jetzt hier rein. Und werde mir ein Mountain House gönnen. Angeführt wird dieses Hauptgericht von der Ramen Soup. Heute gönne ich mir einfach mal so richtig diese Fertignahrung. Kein Bock zu kochen heute. Was für Regen, Mann! Was machen mir die Leute Angst? Heute ist ein perfekter Tag. Ich musste schon zweimal Sonnencreme auftragen. Musik läuft auf jeden Fall hier in Hochtouren, auf Hochtouren. Das sind jetzt die letzten Meter bergauf auf den Denali Highway. Danach ist nur noch all downhill. Und dann sind wir in Paxton, Mann. Dann haben wir den nächsten Meilenstein geschafft. Das nächste Abenteuer, Denali Highway. Danke für dieses Wetter, Mann. Danke für dieses Wetter. Du warst unglaublich. Jetzt schaue ich, dass ich noch heil runterkomme. Aber hier mit Rock Radio Alaska ist auf jeden Fall Stimmung da. Stimmung ist gut. Let's go! Oh ja. Diese Schilder, die mag ich ganz gern. Die mag ich ganz, ganz gern. Downhill. Auf geht's, Billy Idol. Schieb mich da oben jetzt. Schieb mich oben. Let's go. Woohoo.